So I bring greetings from the People's Republic of London. Ich bringe Grüße von der Volksrepublik von London. And I'm part of a collaboration of new monastic communities. Ich bin Teil eines Netzwerkes von 9 Gemeinschaften, New Monastic Communities. In the UK and some in the United States. In Großbritannien und einige in den USA. And it's really great pleasure to be with you this morning. Es ist mir eine große Freude, hier bei euch zu sein. And just to say, I became a Christian from being a radical atheist. Ich war früher radikaler Atheist und wurde dann Christ. Through the These community. Durch die These-Gemeinschaft. So this subject of intentional community is very important to me. So von Anfang an war dieses Thema der bewussten Lebensgemeinschaft ein wichtiger Teil meines Glaubens. And I'm extremely excited about the contribution that new monasticism can play within mission in Europe. Und es fasziniert mich, welchen wichtigen Beitrag die 9 monastischen Gemeinschaften für die Evangelisation Europas beitragen. Ja. So I want to explore briefly this morning, which will hopefully continue, this theme of resilient faith, resilient community. Ich möchte heute Morgen das Thema der resilienten Gemeinschaft und des resilienten Glaubens mit euch teilen. Ich habe gestern erklärt, was Resilienz heißt. Das heißt Widerstandsfähigkeit, aber das Wort ist auf Deutsch viel zu lang. So I want to explore this idea of what does Christian resilience mean? Was bedeutet christliche Resilienz? And then think particularly about what does it mean to be a new monastic Christian with this call to resilience. Und in diesem Zusammenhang, was heißt es besonders, ein Christ in den neumonastischen Bewegungen zu sein, in diesem resilienten Umfeld? And so I want to cover some of these things you can see on there, this idea of remembering. There's something about the idea of memory. Es geht daran zurückzudenken. Hat also mit dem Gedächtnis zu tun. And being radical community. Und radikale Gemeinschaft zu sein. So to explore that, I want to quickly look at the beginnings of Christian monasticism in the desert. Wie haben die christlichen Mönchsbewegungen damals in der Wüste angefangen? And then thinking about this radical call to discipleship in community. Und dieser radikale Ruf zur Jüngerschaft in der Gemeinschaft. Then the idea of that we're joining in with Christians before us and those who will come after us. Und dann der Grundgedanke, dass wir uns einklinken in Christen, die schon vor uns waren und die nach uns kommen. And the idea that we join in with a pioneering God. Und dass wir uns auch einklinken mit einem Gott, der ein Pionier ist. And then in the middle of all that's going on in the world at the moment, mitten in allem, was heute in der Welt läuft, that God is with us. Dass Gott mit uns ist. And that we have something to contribute to the betterment of the world. Und wir haben in diesen Kämpfen und in allem, was in der Welt läuft, einen wichtigen Beitrag zu leisten. And the biblical text I want to really draw on is from the letter to the Hebrews. Der biblische Text, auf den ich mich beziehen möchte, ist aus dem Hebräerbrief. And so I'm going to read this in English. Ich werde das auf Englisch vorlesen. And es ist auf Deutsch da oben. Deutsch. There go. Ja, you read in English and it's in German. Es ist da oben. This is Apple-tastic. Es ist in I'm Deutsch, enjoying it. Dank des Apfels ist das möglich. So first thing to say, before I read this. Bevor ich das lese, möchte ich sagen, we have to remember that our lives are precious. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Leben wertvoll ist. We remember that our lives begin because we come from the mystery of God. Wir kommen aus dem Geheimnis Gottes. And at the end of life, we return to the mystery of God. Und am Ende unseres Lebens gehen wir in das Geheimnis Gottes zurück. And this precious thing of life, we have to remember, is a gift of freedom. Und dieses wunderbare Geschenk des Lebens ist ein Geschenk der Freiheit.
So this text from Hebrews is critical to the idea of how we are called to live. Und dieser Hebräertext ist ganz wichtig in Bezug auf die Frage, wie sollen wir leben. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Ihr könnt das oben auf Deutsch lesen, you can just read it. just there in read, German. okay. Let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such hostility against himself for sinners, so that you may not grow weary or lose heart. Endure trials for the sake of the discipline. God is treating you as children. For what child is there whom a parent does not discipline? If you do not have the discipline in which all children share, then you are illegitimate and not his children. Moreover, we had human parents to discipline us, and we respected them. Should we not be even more willing to be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as seemed best to them. But he disciplines us for our good, in order that we may share his holiness. Now, discipline always seems painful rather than pleasant at the time, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, lift your drooping heads and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Pursue peace with everyone and the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and through it may become defiled. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us give thanks by which we offer to God an acceptable worship with reverence and awe. For indeed, our God is a consuming fire. Wow, what a text. So how do we live that? So let's break this down a bit to this idea of a few things. Lasst uns das ein bisschen runterbrechen, diesen langen Text. So we join, I will start by this idea that we as Christians are called to live a different way. Ich fange mit dem Grundgedanken an, dass wir als Christen einen Unterschied oder anders leben sollen. Wir sind dazu berufen. And it is called to endurance. Ein Ruf zum Aushalten. So in all the pain, I think, that's going on in the world and the sense that the world seems to be losing its way, Diese ganzen Schmerzen, die wir heute in der Welt sehen und das Gefühl, dass unsere Welt irgendwie den Weg verliert, I think this begins with a trust in God. brauchen wir am Anfang grundsätzlich mal Vertrauen in Gott. So that we are called then to live in contemporary culture, Wir leben in der heutigen Gesellschaft, but not to be of contemporary culture. aber wir sind nicht ein Teil dieser Welt. And Letztlich. monastics have done that through the centuries. Wir stammen nicht von der Welt. Seit Jahrhunderten machen das die Mönchsbewegungen. So how does that practically impact us? Was hat das praktisch mit uns zu tun? The monastic way is a way of profound passion for life.
Monastisch zu leben ist ein Lebensstil der leidenschaftlichen Liebe zum Leben. So it is a call to radical discipleship. Es ist ein Ruf zu radikaler Jüngerschaft. And if we live this way, Wenn wir so leben, then we have deep resilience to live well, dann haben wir schon eine innere Widerstandskraft, even in a tough world. selbst in einer harten, in einer schwierigen Welt. And I think this quote puts it very well, which I'll read. Dieses Zitat drückt das sehr schön aus. That many new communities, us, Viele neue Gemeinschaften, das sind wir, have discovered that the monastic tradition haben entdeckt, dass die monastische Tradition, has provided resources for discerning a sense of calling of God. dass daraus auf diesem Boden das Bewusstsein einer Berufung Gottes wachsen kann. And a place in the life of the church. Und darum haben diese Bewegungen einen Platz in dem Leben der Kirche. So in the West, Im Westen hier bei uns, there have been, since the early church, seit der frühen Kirche, 8 major epochs of crisis. gab es 8 hauptsächliche Epochen von Krisenzeiten, Where the church has struggled wo die Kirchen immer wieder gekämpft haben, to recontextualize from one culture into another. um sich von einer Kultur in eine andere anzupassen. And we're now in one of those moments, Und wir leben heute wieder in so einer Krisenzeit. which some people call postmodernity, Einige Leute nennen das postmodern which has become post-secularism. und das ist nachsäkular geworden, also nach einem sogenannten säkularen Zeitalter. So the place of radical communities Der Ort für radikale Gemeinschaften is critical for the church to shift from one culture into another. ist für die ganze Kirche wichtig, dass sie sich von einer Kultur in eine andere reinbewegen kann. And so new monasticism Diese neuen Mönchsbewegungen, has become extremely important in the last 50 years. Monastizismus ist in den letzten 50 Jahren eben in dieser Übergangszeit enorm wichtig geworden. For the renewal of the church, Für die Erneuerung der Kirche, the renewal of mission, für die Erneuerung der Mission, and for the Christian gospel. überhaupt für das Evangelium. So we come as very different communities, Wir sind sehr verschiedene Gemeinschaften, but we draw on the traditions of the monastics aber wir leben von den alten monastischen Traditionen and also the friars, und auch den Friars. Was sind Friars? Franciscan. Oh, Franziskaner. Armutsbewegung, jawohl, Okay. jawohl, danke. So we're a mixture of monk and friar. Wir sind eine Kombination, ein Mix von Mönchen und eben diesen Armutsbewegungen, Where the monastics were about prayer and about houses of deep faith. Bei den Mönchen wurde gebetet und sie haben in Häusern des Glaubens zusammengewohnt. But where the friars were committed to mission. Und die Friars, diese Armutsbewegungen, die waren missional. And evangelism in particular places Und die haben an verschiedenen Orten evangelisiert, where the church is weak. wo die Kirche schwach war. So some of us are part of network communities, Einige von uns gehören zu einem Netzwerk von Gemeinschaften. some with small local communities, Einige davon sind kleine Gemeinschaften vor Ort and some as missional communities. und einige sind missionale Gemeinschaften. And all of this is extremely important. Und beides ist sehr wichtig. Speaking from the UK experience, Bei uns in Großbritannien there seems to be 3 streams sind es 3 Ströme of Christian spirituality. von christlicher Spiritualität. The first is around a recovery of Celtic Christian spirituality. Der erste große Strom ist die Wiederentdeckung des keltischen geistlichen Lebens. The second is the combination of Ignatian, Benedictine, and Franciscan spirituality. Der zweite Strom ist die Kombination von Ignatius und Franziskus und benediktinischer Geistspiritualität. And the third group started off as activists
Und eine dritte Gruppe ist, die haben als Aktivisten angefangen who had to develop community and spirituality to not burn out. und die mussten Gemeinschaften gründen, um nicht auszusterben oder auszubrennen. So I'm very much part of that second group. Ich gehöre zu dieser zweiten Gruppe. And Pete, I think you're part of the, where would you say? Pete, wozu gehörst du? Yeah, I think, yeah. Zu den ersten beiden ungefähr. Ja. So, and this I think has a lot to contribute to of the renewal of the church. Und all diese drei Ströme tragen sehr zur Erneuerung der Gesamtkirche bei. And the idea of a rhythm of life Der Grundgedanke eines Lebensrhythmus, is critical to new monasticism. das gehört zum neuen Monastizismus, dass New Monasticism, dass man in einem Rhythmus lebt. And our life is almost like going around that triangle. Und unser Leben geht so wie in diesem Dreieck. We start with prayer and action Man beginnt mit Gebet und Aktivitäten. that drives us into community, Das zieht uns in Gemeinschaft. that takes us to mission, Das bringt uns in die Mission. that takes us back to prayer and action. Und das bringt uns wieder ins Gebet und Aktion. And I think this idea of Christian discipleship Und dieser Grundgedanke der christlichen Jüngerschaft is lost in many parts of the church. geht in vielen Teilen der Kirche heute verloren. But we have a deep responsibility to live this. Aber wir haben eine tiefe Verantwortung, das zu leben. So my community in central London Meine Gemeinschaft in der Mitte von London, wo ich wohne, meets every single day to pray. trifft sich jeden einzelnen Tag zum Gebet. And I find it really interesting Und es ist für mich ganz spannend, that has created a stability dass das zu unserer Stabilität geführt hat, for a sense of local community to begin. dass wir als örtliche, als lokale Gemeinschaft beginnen. Which has really regenerated the local community outside of the church. Und das hat Auswirkungen gehabt auf unser Quartier, in dem wir leben, außerhalb der Kirche, Coming out of the pandemic. wie sie sich in der Pandemie jetzt verhalten haben. And this is not new. Und das ist ja nicht neu. We remember the Christians who went into the desert Es gab vor vielen Jahrhunderten Christen, die gingen in die Wüste. with the beginning of Christian monasticism. Und das war der Anfang des Mönchtums, des Christlichen. They went to the desert in a time of crisis Sie gingen in einer Zeit der Krise, gingen sie in die Wüste, because the church suddenly became part of the Roman Empire. weil die Kirche sich plötzlich zu sehr dem römischen Reich angeglichen und ein Teil davon geworden war. And the early mothers and fathers Und diese alten Kirchenväter und Kirchenmütter were really concerned machten sich darüber wirklich Sorgen, that the heart of the Christian faith would be lost dass der christliche Glaube sein Herz verliert by the patriarchal system of the Roman Empire. durch dieses hierarchische System des römischen Reiches. And so there are people like St. Anthony of the desert, Sankt Antonius aus der Wüste, einer von denen. who was quite crazy if you read some of his writings, Wenn man seine Schriften liest, er war ziemlich verrückt. who if you became a priest in his community, you were kicked out. Wenn man in seiner Gemeinschaft Priester wurde, wurde man rausgeschmissen. But gathered a community of crazy people in the desert Aber der hat einfach eine Gemeinschaft von lauter Verrückten in der Wüste gesammelt. who were trying to either escape persecution in the Roman Empire Und das waren Leute, die im Römischen Reich entweder der Verfolgung entkommen wollten, lots of men trying to escape conscription into the army, viele Männer, die nicht in die Armee wollten, and all sorts of people trying to escape. also alle möglichen Leute, die irgendwo auf der Flucht waren. And I love the idea that the early monastics began as people, as solitaries on their own. Und der Gedanke gefällt mir, dass diese frühen Mönche eigentlich alle, jeder für sich einzeln begonnen haben. But in time, there were so many people in the desert, Aber mit der Zeit war die Wüste so voller Leute, there wasn't enough room to be dass sie solitaries nicht anymore. genug Platz hatten für alle.
So they had to dass form, jeder für sich war. so they had to form communities Darum mussten sie Gemeinschaften machen. because there was no space. Es war nicht genug Platz in der Wüste. I love that. Ja, das gefällt mir. So, desert communities came together and started to live a profound way in the Alexandrian and Syrian deserts. Diese Wüstengemeinschaften kamen also zusammen und lebten auf eine sehr tiefe Art in der alexandrischen und syrischen Wüste. With a deep commitment to prayer leading to action. Und sie waren sehr tief verwurzelt im Gebet und in der Aktion. And as I'm sure you know, this swept from the desert all the way up through Europe. Und diese Strömung ergoss sich dann aus der Wüste über ganz Europa eigentlich. And my inheritance as a Welsh person is around Celtic monasticism. Ich bin eigentlich aus Wales und meine Tradition ist eigentlich die keltische Spiritualität, Where the sea replaced the desert. wo statt der Wüste haben wir das Meer. So there is a deep basis to this as a community of resilience. Und die Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaft hat mit dem Meer zu tun. Because in the desert you are forced to let go of comfort In der Wüste hat man keinen Komfort, da muss man alles loslassen and materialism. und Materialismus. And therefore to trust God wherever God leads you. Und darum muss man Gott einfach vertrauen, wo er euch auch immer hinführt. So what is this radical call to discipleship? Dieser radikale Ruf zur Jüngerschaft, was ist das And eigentlich? I'm sure you know this. Ihr wisst das natürlich. But the words of Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer in the radical communities they set up in the Lutheran Church hat damals in der lutherischen Gemeinschaft in Deutschland so radikale Gemeinschaften aufgebaut articulate this well. und hat das ganz schön ausgedrückt. That the restoration of the church Die Wiederherstellung der Kirche, ihr lest es da unten, that comes out of this new form of monasticism. die kommt aus einer neuen Art des Mönchtums. Ja, they can read it down there. Yeah. You know this, right? Ja. Yeah. And you know this too, I'm sure. But this is the stuff that comes out, and this is radical, yeah? That Das ist sehr radikal. it's about how do we live in a post-Christian world Die Grundfrage ist, wie leben wir in einer nachchristlichen Welt, where we have to be so careful about the church that wants power. wo wir ganz fest aufpassen müssen, dass die Kirche nicht mit Macht verbunden wird. Because it's about letting go of the need for power, Wir müssen dieses Bedürfnis nach Macht wirklich loslassen, but more about powerlessness sondern machtlos werden, as the consequence of contemplative prayer. als eine der Konsequenzen von kontemplativem Gebet. And at the heart of it, I think this is so exciting, what I'm about to talk about, and we'll stop in a minute. Dieses innerste Herz, das packt mich so, ich höre dann bald auf, That we have lost how it is that you become Christian in many places. an vielen Orten haben wir vergessen, wie das eigentlich ist, dass man Christ werden kann. We now, I think many of us exist in a culture of secular spirituality. Die meisten von uns leben heute in einer Kultur von säkulärer Spiritualität. And we can mark out, I think, spaces that enable people to become Christian. Und wir können vielleicht Orte herausfinden, spezielle Punkte, Berührungspunkte, wie Menschen Christen werden können. And at the heart, I think people need to belong to community to work out if they want to believe. Die meisten Menschen müssen oder möchten zu einer Gemeinschaft gehören, um dort herauszufinden, ob sie wirklich glauben wollen. So this is radically getting back to the heart of the gospel lived out in the desert. Und das geht ganz radikal zurück zum Herzen des Evangeliums, damals in der Wüste, Where mission begins with hospitality. wo die Mission anfängt mit der Gastfreundschaft. So in my community, there are some people who are not yet Christian, Wir haben in unserer Gemeinschaft einige Leute, die sind noch keine Christen, but are so moved by being close to Christians in community aber das bewegt sie so sehr, dass sie eng mit Christen in der Gemeinschaft zusammenleben, that they are opened up to Jesus. dass sie sich Jesus öffnen. And that this resilient model of community and mission Und dieses widerstandsfähige Modell von Gemeinschaft und Mission, is deeply needed today. und das brauchen wir heute.
sehr nötig. And I'll stop after this, but this is the idea that we have a faithful history. Wir haben eine zuverlässige Geschichte. That even in all that's going on at the moment, Selbst in allem, was heute passiert, we have a deep inheritance as the Christian people. wir haben als Christen ein ganz tiefes Erbe, in dem wir stehen. Remember that the Bible began 4,000 years ago Vor 4000 Jahren fing die Bibel an. with God seeking out deep relationship with people. Und am Anfang hat Gott eine tiefe Beziehung zu Menschen gesucht. Which then continues into the New Testament. Und das geht weiter ins Neue Testament. And then we see that in terms of radical relationship between monastics to the present day. Und dann auch in der Kirchengeschichte, in der Beziehung zwischen monastischen Bewegungen bis in die heutige Zeit. And if you look at the lives of these saints, Wenn man sich das Leben der Heiligen damals anschaut and scripture, und es mit der Bibel vergleicht, God does not promise that we will not suffer, verspricht Gott uns nicht, dass wir nicht leiden werden, but God does promise that we will not be overcome. aber er verspricht uns, dass wir nicht überwunden werden. And we can live this way even in tough places Und selbst an schwierigen Orten können wir auf diese Art leben, by being radical communities. indem wir radikale Gemeinschaften sind. So I'm going to stop there. Ich stoppe hier mal. Can people ask questions if they want to ask questions? If Ihr könnt Fragen how do stellen, you wenn want ihr to wollt. respond to what I'm saying? Does this resonate with you? Ruft das was in euch hervor? Fragen? Is there anything I have said that's not sure about, or how does this relate to where you are coming from? Ist etwas nicht klar oder wie reagiert ihr jetzt auf das, was ihr gehört habt? You're all being very quiet. Ja, Swiss. Ich möchte unterstreichen, dass es wirklich etwas sehr Wertvolles ist, was du erzählt I hast. want to underline that it's very precious what you said. Als wir unsere Gemeinschaft erfahrbar gestartet haben, When we started our community, also wir sind immer am Starten dran, we are still starting. durften wir uns mit der Priorin des Klosters Vaar treffen. We were allowed to meet with a lady prior of the monastery of Vaar. Sie sind Benediktiner. Ja, Benediktins. Und sie hat uns diese Art von Benedikt, eine Einführung in die Regel gegeben. And she gave us an introduction into the rules of Benedict. Und ich war vorher eigentlich eher skeptisch, weil ich dachte, ja, wir wollen ja nicht Benediktiner werden. Before I was rather skeptical because I said we don't want to become Benedictines. Aber als ich diese Regel wie ins Herz geschlossen When I hatte, internalized these rules, habe ich gemerkt, wie viel Evangelium da drin ist. I realized how much gospel is in there, how much of the gospel. Und wie lebensspendend und gemeinschaftsstiftend diese Prinzipien sind, die Benedikt geschrieben hat. And how life-giving and community-giving these rules of Benedict are. Also, und deshalb, es geht ja nicht darum, Benediktiner zu werden, sondern Benedikt zu verstehen als jemand, der auf den Heiligen Geist gehört hat und seiner Gemeinschaft Prinzipien geschenkt hat, die Evangelium atmen. Yeah, it's not about becoming Benedictines on a superficial way, but to understand what the Holy Spirit told him to create community. Yeah. How do you live actually the mission out in your field? How do you reach the people? Because you say you are mixed, so you also have the evangelism more. Now you was saying more about the prayer. How are you actually reaching the people? Wie lebt ihr diese missionarische Berufung in eurer Gemeinschaft konkret aus? So in my context, lots of social media. In meinem Umfeld benutzen wir die sozialen Medien sehr viel. There is, I don't know how if you have it in Switzerland, but there's something called Meetup. Meetup, wir haben as an ein Medium, das heißt Meetup. And I think there are many people searching. Und viele Leute sind auf der Suche. So it's about being present to that online and in place. Das heißt, wir sind online für diese Leute, stehen wir zur Verfügung als Gesprächspartner, aber auch direkt vor Ort. I think there is a research done in the UK.
In Großbritannien gab es eine Untersuchung, that something like 96% of people who are spiritual, not religious, dass 96% der Bevölkerung, der Menschen spirituell sind, aber nicht unbedingt religiös. begin on the internet in their searching. Und die meisten fangen ihre Suche im Internet an, wenn sie auf der Suche sind. So why are there so many terrible Christian websites? Warum gibt es so viele furchtbare christliche Websites? Yeah, so it's about being present wherever is possible. Also in den sozialen und im Internet zur Verfügung zu stehen, ist einer unserer Wege, wie wir arbeiten. So one thing we did, we started an event called Stressed in the City. Wir haben ein Event angefangen, der heißt Gestresst in der Stadt. And lots of people come to practice Christian meditation Und viele Leute kommen und lernen dann christliche Meditation. because it works. Das funktioniert. And that has begun a whole new thing. Und das hat viel Yeah. ausgelöst. So how do we open up Christian spirituality? Wir bieten christliche Spiritualität an für Leute, die gestresst sind. For mission. Als Mission, ja. I think we have a mentality that we must do some social action for somebody, Viele denken, dass sie irgendwie sozial tätig sein müssen. which is very important. Das ist natürlich toll, But sometimes there's a place for just opening up the way of life. aber es gibt auch den Ort, dass man einfach sich öffnet und für die Leute da ist. And so since we have opened up, Wir haben uns geöffnet. we have now 30 people coming every week who are spiritual, not religious, to our prayer. Wir haben 30 Leute, die jede Woche zu uns kommen, die zwar spirituell sind, aber nicht unbedingt religiös. And that's totally because of God. Und das ist vor allen Dingen wegen diesem Angebot. Very exciting. Ja, ist ganz toll. Ich bin sehr berührt. Ich habe vor 8 Jahren angefangen, ignatianisch zu beten I'm very touched. 8 years ago I started to pray in the Ignatian way. und habe gedacht, ich sei der Einzige der Welt. And I thought I'm the only one in the world who does that. Ich bin zwar Teil von der Kommunität, aber die finden keine Nachfolger. Im I'm a Moment. part of the community, but they have become old and have no successors. So, das wäre meine große Frage. Hast du das Gefühl, da bricht weltweit jetzt was auf? And my question is, do you have the feeling that worldwide there is something coming up, something new coming up? Yes. Ja, And I think it's been happening for about 30 years. seit 30 Jahren ist das schon dran. But the church, because we live in a bit of a bubble, Diese monastischen Gemeinschaften leben so ein Eigenleben und die Kirche realisiert das nicht so sehr. and many have not seen the opportunity Und viele Kirchen auch sehen nicht die Möglichkeiten, die of the darin many, liegen. many people who are now spiritually searching. Auf dieser vielen Leute, die spirituell auf der Suche sind. But you have to go where they are Man muss dahin gehen, wo sie sind and not expect them to keep coming to you. und nicht denken, die kommen einfach zu uns. The real challenge is that people are hungry for spirituality, Die echte Knacknuss ist, dass die Leute zwar Spiritualität suchen, but don't trust the church aber der Kirche nicht vertrauen and don't trust Christians. und den Christen nicht. Sie bringen das nicht zusammen. So we have to open up that we're not crazy. Und darum müssen wir mal wieder zum Ausdruck bringen, dass wir nicht verrückt sind. And you think the old ways can be helpful? Ja, ja. Ja. Und der Rückgriff auf die alten mönchischen Traditionen kann hier eine große Hilfe sein. And people are really excited about it. Ja, und die Leute lieben das. Yeah. People are much more interested in ancient things now. Viele spirituelle Sucher suchen das Alte. So recently we ran a Franciscan spirituality online on Zoom. Vor kurzem haben wir einen Kurs über franziskanische Spiritualität online über Zoom durchgeführt. About 100 people turned up, Ungefähr 100 Leute waren dabei and only 10 of them were Christian. und nur 10 davon waren Christen. It's a great example of the ancient path, rediscovered actually. Ja, ist ein tolles Beispiel, wie man diese alten Wege wieder neu entdeckt. Especially, for example,
the Franciscan spirituality, so very close to, let's say, the kind of the environmental issue or topic today. Die It's huge. Franziskaner, die franziskanische Spiritualität ist sehr verwandt mit den Umweltleuten von heute. They were radical on that. Die waren da sehr radikal. I think even more than a Swedish girl that we know. A kind of Swedish girl that we know. Aha, wir kennen. That's the great wir kennen da so ein schwedisches Mädchen, ja. It's really treasures of the old that suddenly are popping up. Und bisschen in die Sprache sind da viele Ähnlichkeiten. Yeah. To feed actually the people around us. Yeah. We have to dig deep. But Wir müssen tief graben, um das nutzbar zu So, machen. and I love that because it brings Catholic, Protestant, Orthodox, you name it, because we have these same roots. Und das Anglicans. gefällt mir, weil es ist ökumenisch und es bringt die katholische Tradition, die orthodoxe und die Even Anglicans. sogar die anglikanische zusammen. He's an Anglican priest. My question is, you talked about 100 people that showed up in your Zoom and only 10 were Christian. Do you know if the 90 people that are not Christian come again to you, or do they just search for the spirituality, or how do you keep Monitor. people? Wie wenn von 100 Teilnehmern an diesem Zoom-Kurs nur 10% Christen waren, die restlichen 90, kommen die wieder oder hat man die irgendwie auf dem Radar, dass man die weiter begleitet? So the question you're asking, which is a good one, is how do you take people from just being tourists? Ja, die Frage ist sehr gut. Wie bringt man die Leute von dem, dass sie bloß Touristen sind, To have some sort of relationship with the community. dass sie wirklich in eine tiefere Beziehung mit der Gemeinschaft kommen? A few things I've learned. Ein paar Sachen, die mir da wichtig wurden. You have one chance to get it right. Du hast eine Chance, es richtig zu Yeah. machen. So there's something about people experiencing something to work for them. Die Leute suchen etwas, was für sie funktioniert. So the meditation group that we run Die Meditationsgruppe, die wir da aufgebaut haben, gives lots of space. da haben sie viel Raum. You have to be careful of the language you use Du musst aufpassen, welche Sprache du brauchst. because people come a bit fearful. Die Leute haben ein bisschen Angst, so ein bisschen zögernd. I've noticed that if we're humble, Wenn wir demütig sind, generous, großzügig, with no pressure to have to belong. ohne Druck, dass man dazugehören muss. And I think that it requires an attitude. Und dazu brauchen wir eine bestimmte Einstellung, The mission is God's, not ours. dass Mission Gottes Sache ist, nicht unsere. And that we don't have to try to control the situation. Und dass wir nicht immer die Kontrolle über die Situation And haben then müssen. that gives some freedom. Und das gibt uns eine gewisse Freiheit. So that, and that is what the monastics have always done. Und diese Mönche waren immer so. They give room for God to bring who God brings. Sie haben einfach Raum geschaffen, dass Gott arbeiten kann. And we trust God to take people on a journey, Und wir vertrauen auch darauf, dass Gott mit den Leuten unterwegs ist, whether they stay or not. ob sie jetzt bleiben oder nicht. So we found out that of the people searching on the website, Wir haben gemerkt, dass die Leute, die im Internet suchen, about 10% will turn up in a year to 2 years. dass von denen wiederum 10% in einem oder in 2 Jahren wieder auftauchen. And of that 10%, around 50% stay. Und von diesen 10% bleibt ungefähr die Hälfte. And that's okay. Und das ist okay für uns. Yeah. So this is never going to be big. Das wird keine große Riesensache werden. It's small but significant. Es ist klein, aber doch sehr bedeutsam. Yeah. So we have found by taking that approach that some will commit to being in that space, that first space. That, in what space? The first space. The In diesem circle. ersten, ja. Einige werden bleiben in diesem ersten Kreis da. Ja. Yeah. Und die erforschen dann den christlichen Glauben. But I think there's what I love about the monastic tradition is to trust God with discipleship, and our responsibility. It's a bit like feeding a baby.
Yeah? Und unsere Verantwortung im monastischen Kontext ist, wir vertrauen Gott, dass er eigentlich die Nahrung gibt. Unsere Verantwortung ist ein bisschen, wie wir ein Baby füttern. You never force a baby to eat. Man kann das einem Baby nicht einfach reinstoßen. You wait till they're hungry. Man wartet, bis sie Hunger haben und schreien. So, for example, there's been some people who have been coming to this meditation group for a while, Es gibt ein paar Leute, die sind schon eine Zeit lang in dieser Meditationsgruppe dabei and I've held back und haben sich nicht so voll reingegeben, until they start asking religious questions. bis sie wirklich geistlich oder religiöse Fragen stellen. Because I need them to build up relationships of integrity with me, trust me, Ja, sie müssen mir erst lernen zu vertrauen, before they ask religious questions. bevor sie es wagen, religiöse Fragen zu stellen. Yeah. Cool. I mean, it's unbelievable. 90 out of 100 not Christians. I mean, I don't know many initiatives actually hitting this kind of, sorry if I say like this, numbers. Yeah. Ich kenne nicht viele Initiativen, die 90% Nicht-Christen dabei haben. It's impressive. But it's God's work. Beeindruckend, das ist wirklich das Werk Gottes. But it means that the church does stuff that we were not used to do in the past. Church. The church, yeah? Das heißt, dass die Kirche heute Sachen macht, die wir früher nicht gemacht haben. Yeah. I think 30 years ago, I can't hardly recall any church or few just offering meditation because that was very esoteric. Ja, vor 30 Jahren war Meditation was Esoterisches. Yeah. That was the thing to get rid of. Yeah. Und da haben die Kirchen The crazies. nicht mitgemacht. Ja. Das waren die Verrückten. But we have a hungry generation today. Wir haben eine hungrige Generation heute. My question is a little bit the opposite from before. I'm sort of observing like a problem with the evangelical world when in comparison to the monastic tradition, saying that like I understand the monastic tradition as a broad way, a very wide way to get to know Jesus, and like in a prayer group when I bring up some series of Thomas Keaton, for instance, centering prayer, or Richard Rohr, then there's a lot of skepticism. It's maybe sort of a lukewarm thing. And I'm thinking, hey, this is a long tradition of people, meditating and being really, really, really honest about the whole stuff. So that aggravates me, but I still sometimes don't have the right arguments on my hand. And I was wondering, how do you see that? Er stellt ein Problem fest zwischen der evangelikalen Welt und gewissen Vertretern der monastischen Tradition wie Richard Rohr oder anderen, dass man da skeptisch ist. Die Evangelikalen haben ein bisschen Mühe mit diesen breiteren Ausprägungen. I think the answer is about what is the nature of prayer. Eine Antwort liegt darin, was ist Gebet? And one of the casualties of we went through the modernist period of time. Und wir gingen durch eine modernistische Zeitperiode. Of objective truth and scientific rationalism. Wir haben an objektive Wahrheiten, an wissenschaftlichen Rationalismus geglaubt. That in the church became very weird about prayer. In der Kirche haben wir vieles vom Gebet verloren. So prayer almost became like telling God what to do. Gebet hieß für uns in der Kirche, wir müssen Gott sagen, was er tun soll. And I think what we're recovering is that prayer is about encounter with God. Und was wir heute wieder entdecken, ist, dass Gebet eigentlich eine Begegnung mit Gott ist. And in pre-modern world, in der vormodernen Welt, prayer was a medium of conversion. War das Gebet ein Mittel zur Bekehrung. As well as encounter with God. Als auch zur Begegnung mit Gott. And some traditions of church are quite uncomfortable with prayer. Einige Traditionen der Kirche haben Mühe mit dem Gebet. Let alone meditation. Geschweige denn Meditation. Yeah. So I think that for some people we have to let go. I think people find prayer difficult because we're not in control. Und einige Leute müssen einfach damit leben. Gebet ist
nicht einfach. Viele finden Gebet schwierig, weil man da einfach loslassen muss. And trust God with mission through prayer. Und dass wir Gott vertrauen müssen, dass er eigentlich die Mission macht durchs Gebet. In a post-secular culture, In einer nachsäkulären Kultur we have to let go of going on courses, müssen wir auch Courses, like, how do I say course? Ja, dass wir diese 7-week course. Mentalität des 10 Schritte oder so irgendwie loslassen. To make Christians. Dass wir Kurse machen, um Christen hervorzubringen. It doesn't work in a post-secular culture. In der nachsäkulären Kultur funktioniert das nicht. Suddenly, prayer then becomes a medium for people to be converted to Christ by experience of Christ. Und plötzlich wird das Gebet zu einem Ort, zu einer Gelegenheit, wie Menschen mit Gott in Berührung kommen, einfach durchs Gebet, ja. And this is very ancient. Und das ist wiederum sehr, sehr alt. But you can't control it. Aber man kann es eben nicht And I kontrollieren. think that's why some people are very uncomfortable with Richard Rohr and centering prayer. Und darum Centering Prayer, das ist eine Art des Gebets und auch mit Richard Rohr. Darum haben viele Evangelikale Mühe, weil sie da nicht mehr so die Kontrolle haben. Yeah. Thank you.